Willkommen in der Yale Kunstgalerie. Diese Galerie hat Kunst von der ganzen Welt, aber heute schauen wir die deutsche Kunst an. Wir sind Ihre Reiseführer. Ich heiße Annelies Schneider und ich studiere Kunstgeschichte an der Universität für Kunst in Schweden. Ich verbrachte 10 Jahre in Europa, um alte Häuser zu besichtigen. Ich spezialisierte mich darauf, Werke der deutschen Kunst zu sammeln, die von den Nazis bestreut werden. Ich heiße Heidi. Ich bin eine Künstlerin und mein gewähltes Medium ist Ölfarbe. Hier sind einige meiner Bilder. Und ich heiße Jutta. Ich bin ein Kunsthistoriker und ich begann Kunst zu lieben, als ich einen Kunstpreis gewann, als ich 5 Jahre alt war. Ich habe im letzten Jahr einen Künstler geheiratet und wir haben ein Baby namens Olga. Zuerst schauen wir 2 Gemälde von Max Ernst an. Max Ernst war ein berühmter deutscher Maler. Er wurde in Brühl in Rheinland im Jahre 1891 geboren. Im Jahr 1909 ging Ernst an die Universität Bonn. Was hat er dort studiert? Als er dort war, studierte er Philosophie, Kunstgeschichte, Literatur und Psychologie. Im Jahr 1912 ging er nach Köln, wo er Gemälde von Pablo Picasso sah. Er sah auch Gemälde von Vincent van Gogh und Paul Gauguin. Nachdem er diese Gemälde gesehen hatte, beeinflussten sie seine spätere Kunst. Ich dachte, er kam aus Frankreich. Er ist deutsch, aber zog im Jahr 1922 illegal nach Frankreich, weil er nicht die richtigen Papiere hatte. Er verließ seine Frau und seinen Sohn hinter in Deutschland. Dann begann er eine Beziehung mit seinem Freund Eduard und seiner Frau Gala. Beeindruckend, das ist verrückt. Was ist dieses Gemälde? Als er im Jahr 1924 in Paris war, malte er Paris im Traum. Während seines Lebens interessierte sich Ernst für Traumbilder. Er hat mehrere Bilder über Trauma und Paris im Traum ist mein Lieblingsbild. Was gefällt Ihnen an der Malerei? Ich liebe den Kontrast zwischen den dunklen Formen auf der Unterseite und der Oberseite. Ernst ist berühmt für die Textur von seinen Gemälden. Ist das alles, wofür er berühmt ist? Er ist auch berühmt für das Experimentieren mit Formen und Farben. Was ich an diesem Gemälde mache, ist, wie die Kreise am Himmel sitzen. Im Jahr 1926 malte er den Wald. Dies war seine erste in einer Reihe von Waldmalern. Welche anderen Waldmalereien hat er gemacht? Im Jahr 1927 malte er den Wald und die Taube, das eines seiner berühmtesten Gemälde ist. Später, im Jahr 1927, malte er ein anderes Gemälde, das den Wald genannt wurde. So viele Wälder. Im Jahr 1929 malte er Vogel über dem Wald. Dies war seine erste Malerei mit grotesken Wäldern. In diesem Gemälde experimentiert er wieder mit Kreisen. Warum hat er so viele Wälder gemacht?
Weil er von einem Wald in der Nähe seines Hauses fasziniert war, malte er viele Darstellungen der Natur. Er inspirierte andere berühmte Maler wie Jackson Pollock. Was ist am Ende seines Lebens passiert? Im Jahr 1939, am Anfang des Zweiten Weltkrieges, wurde Ernst als unerwünschter Ausländer bezeichnet, weil seine Kunst experimentell war. Er starb in Paris im Jahr 1976, als er 84 Jahre alt war. Ja, Max Ernst war ein toller Künstler. Aber jetzt schauen wir die Gemälde von Emil Nold. Kommen Sie entlang. Emil Nold war ein deutscher Expressionist, der für seine Gemälde und Drucke der religiösen und folkloristischen Ikonografie bekannt war. Der Expressionismus war eine modernistische Bewegung, zunächst in Poesie und Malerei, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland entstand. Sein typisches Merkmal ist es, die Welt nur aus einer subjektiven Perspektive zu präsentieren und sie radikal für emotionale Wirkung zu versetzen, um Stimmungen oder Ideen hervorzurufen. Wir haben hier 2 seiner Gemälde. Habt ihr irgendwelche seiner Drucke? Nein, wir haben sie nicht. Warum nicht? Weil wir nicht genug Geld haben, um irgendwelche einen zu kaufen. Jedenfalls war sein richtiger Name Emil Hansen. Aber er wurde am 7. August 1867 in Nolde, Nordschleswig geboren und er änderte seinen Namen in Emil Nolde, wie seine Heimatstadt. Das ist toll, aber mein Vater ist ein deutscher Kunsthistoriker und er hat nie über Emil Nolde gesprochen. Warum nicht? Das ist sehr interessant zu hören. Sie sehen, während des Zweiten Weltkriegs wurden seine Kunst als degeneriert bezeichnet. Hitler verwarf alle Formen der Moderne als entartete Kunst und das Naziregime verurteilte offiziell die Arbeit von Nold. Das ist schrecklich. Ja, was ist mit ihm passiert? 1052 seiner Werke wurden aus Museen entfernt, mehr als die eines anderen Künstlers. Er darf nicht, auch im Privat, nach 1941 malen. Trotzdem schuf er in dieser Zeit 100 von Aquarellen, die er versteckte. Oh nein, das ist sehr traurig. Ja, es tut mir so leid für ihn. Ja, mir auch. Er nannte sie die unbemalten Bilder. Es war sehr ergreifend. Aber es gibt ein glückliches Ende. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Nolde erneut geehrt. Er hielt den Deutschen Verdienstorden. Was ist das? Es ist Westdeutschlands höchste Zivildekoration. Aber er begann nicht das Leben als berühmter Künstler. Er wuchs auf einem Bauernhof auf und als junger Erwachsener arbeitete er in Möbelfabriken. Irgendwann könnte er in die Schule für angewandte Kunst in Karlsruhe treten. Wir haben nur 2 seiner Stücke, aber sie sind sehr berühmt. Welche sind sie? Dieses heißt Blumengarten. Es kostet 4 Millionen Euro. Wow, das ist zu teuer. Ja, berühre es nicht. Und das andere Stück heißt Das junge Mädchen. Es ist meine Lieblingsmalerei, weil das junge Mädchen wie meine Tochter aussieht. Ein anderer deutscher Expressionist ist Hans Hofmann. Er ist ein Anführer von der abstrakten Expressionismusbewegung. Was ist abstrakter Expressionismus? Es ist Kunst, wenn es keinen Sinn macht. Das ist Fortissimo. Oh, so viele Farben. Ja, der Titel Fortissimo bringt dich zum Nachdenken von Musik.
Alle die Farben und Formen sollen Emotionen im Beobachter erwecken. Es ist schon, aber ich fühle nichts. Dann hast du keine Seele. Was? Lass uns nächsten Gemälde gehen. Hier sehen wir die Kunst von Ansel Kiefer. Er ist ein deutscher Künstler und Bildhauer und wurde 1945 geboren. Seine Werke bestehen häufig aus Stroh, Asche, Lehm, Blei und Schellack. Warum Asche und Blei? Sie sind keine Farbe. Sie können mehr tun, wenn sie keine Grenzen haben. Asche und Blei helfen Künstlern, sich besser auszudrücken. Das ist seltsam, aber cool. Seine Gemälde haben auch Themen von deutscher Geschichte und die Spiritualität von der Kabbala. Das ist Die Ungeborenen und es war 2001 gemacht. Dieses Stück ist aus Öl, Acryl und Gips auf Blei auf Leinwand gemacht. Es sieht wie Sterne aus. Ja, du hast recht. Das Bild sieht wie Sterne aus, weil es vom unendlichen Leben verloren ist. Was? Die Ungeborenen verweist auf die jüngste deutsche Geschichte, genauer gesagt den Holocaust. Die Kleider ohne Körper und die nahegelegenen Nummern beziehen sich auf den Holocaust und die Toten. Das ist keine glückliche Kunst. Gute Kunst ist niemals glücklich.